Das Scott Lumen ist sowas wie die Speerspitze unter den Light E-Mountainbikes. Leichte 17 Kilogramm bringt das motorisierte Trailbike auf die Waage. Und dabei ist unser Testbike noch nicht einmal das Topmodell im Lumen-Line-Up. Das nämlich wiegt gerade einmal 15,5 Kilogramm. Leichter geht's kaum. Scott zelebriert mit der Lumen-Serie geradezu eine Ode ans Gewicht. Doch kann der elektrifizierte Leichtbauflitzer auch auf dem Trail überzeugen? Mit meinen Kollegen der Ride Better Bikes Redaktion war ich für eine Woche in Finale Ligure und habe dem Scott dort ausgiebig auf den Zahn gefühlt. Hi, ich bin Maxi Dickehoff, Testfahrer von Ride Better Bikes. Seit über 15 Jahren arbeite ich in der Fahrradbranche, als Testfahrer und Redakteur. Seit neuestem für unser Portal emtb-test.com. Dort findest du Tests zu allen gängigen E-Mountainbikes am Markt. Und damit wir dir diese Tests liefern können, waren wir in Finale Ligure und hatten 18 Räder dabei, die wir dort ausgiebig getestet haben. Unter anderem eben auch das Scott Lumen E-Ride 900. Ein 10.000 Euro teures Light-EMTB, das mit gerade einmal 16,9 Kilo eine absolute Gewichtsbenchmark setzt. 4 Kilogramm zu viel, würde man auf den ersten Blick sagen, denn man sieht dem Lumen E-Ride nicht an, dass es sich hier um ein E-Bike handelt. Tief im Tretlager steckt der neue TQ HRP50 Motor. Und der hat an seinen sichtbaren Stellen gerade einmal einen Außendurchmesser von 8 cm. Das ist so groß wie eine Kaffeetasse. Und damit versteckt sich der Motor geradezu unsichtbar hinter dem Kettenblatt. Und auch die Silhouette des Scott Lumen E-Ride ist so schlank, dass man hier kein E-Bike vermuten würde. Überhaupt ist das Scott Lumen E-Ride ein richtiger Blickfang. Denn man muss schon zweimal hinschauen, um zu sehen, dass es sich hier gar nicht um ein Hardtail, sondern wirklich um ein Fully handelt. Der Dämpfer dieses 130 mm Trailbike-Fullies steht versteckt im Sitzrohr, also im Rahmeninneren. Dieses Patent hat Scott von seiner Schwesterfirma Bolt übernommen, die man vor wenigen Jahren aufgekauft hat. Das macht das Lumen E-Ride zu einem echten Optik-Highlight. Der große Vorteil von Scotts stringenter Integration: der Dämpfer liegt gut geschützt vor Dreck und Wasser im Rahmeninneren und gleichzeitig bietet das Rahmendreieck Platz für ganze 2 Trinkflaschen oder eben für eine Trinkflasche und einen Range Extender. Beides optimal, wenn man mit dem Lumen E-Ride auch lange Touren fahren will. Um das Dämpfer-Setup zu machen, gibt es vor dem Tretlager eine Serviceluke. Die sitzt auf der Unterseite des Unterrohrs und über die erreicht man dann den innenliegenden Dämpfer. Allerdings finde ich das ein bisschen fisselig, denn der Dämpfer ist ummantelt mit den vielen Zügen, die über dem Dämpfer noch vorbeilaufen. Um den Luftdruck am Dämpfer einzustellen, bietet Scott eine Ventilverlängerung. Die schraubt man einfach ans Dämpferventil auf und kann dann von außen die Luftpumpe gut aufschrauben. Das ist eine gute Behelfslösung. Wenn man die Ventilverlängerung allerdings vergisst, dann wird es schon blöd. Der angesprochene Kabelsalat im Rahmeninneren kommt aber nicht von ungefähr. Denn bei dem Dämpfer handelt es sich nicht um irgendein Modell, sondern um Scotts exklusiven Fox New-Dämpfer. Der wird via Twin-Lock-Hebel vom Lenker aus angesteuert und dementsprechend laufen die Bowdenzüge von der Lenker-Remote durch den Rahmen bis zum Dämpfer. Der große Vorteil dieses Systems: Gabel und Dämpfer lassen sich simultan vom Lenker aus ansteuern. Heißt, ich habe 3 Modi, nämlich Descent, Traction Control und Lockout. Also für jede Fahrsituation den richtigen Modus. Das Fahrwerk stellt schmale 130 mm Federweg zur Verfügung, an der Front wie auch am Heck. Für ein E-Bike ist das tatsächlich ziemlich wenig, denn die meisten Hersteller gehen da auf deutlich üppigere Federwege. In der Regel um die 150 mm beim E-Mountainbike Fully. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass beim E-Mountainbike Fully die meisten Hersteller sagen, das Rad darf ruhig etwas schwerer sein und man kann hier auch ruhig üppigere Federelemente verbauen, weil es ist ja eh ein Motor verbaut. Scott geht da einen gänzlich anderen Weg. Das Rad soll leicht und das Rad soll sportlich sein. Und deswegen kommen hier eben 130 mm Federweg zum Einsatz. Gepaart mit dem Traction Link kann man das Rad eben auch wirklich richtig effizient fahren. Schaltet man in den Traction Control Modus, dann ist das Fahrwerk wirklich ruhig, bietet aber trotzdem im Gelände noch angenehm viel Traktion.
Doch auch im offenen Descent-Modus, der für die Abfahrt bestimmt ist, verhält sich das Fahrwerk allgemein sehr definiert und gibt sehr klare Rückmeldungen vom Untergrund. Und trotzdem, obwohl es nur 130 mm Federweg hat, ist das Fahrwerk erstaunlich feinfühlig und bietet damit viel Komfort. Obwohl das Lumen die 130 mm Federweg wirklich effizient nutzt, kommt es dann eben auf ganz harten Strecken schon an seine Grenzen. Deshalb hat mir das Rad auf den flowigeren Strecken am besten gefallen. Hier konnte ich das Bike dank des definierten Fahrwerks richtig aktiv über den Trail drücken. Besonders neugierig war ich aber auf den TQ HRP 50 Motor und wie er sich im Gesamtpaket mit dem Lumen auf dem Trail schlägt. Der Name ist beim HRP 50 Programm, denn der Motor bietet 50 Newtonmeter Drehmoment. Das ist genauso viel wie der Turbo SL 1.2 Motor von Specialized, der im Levo SL verbaut wird. Und dennoch, ich hatte das Gefühl, dass der TQ-Motor etwas schwächer auf der Brust ist. Gerade wenn man nochmal mit Punch irgendwo einen steilen Uphill hochklettern will, dann hat es dem Motor etwas an Leistung gefehlt. Und das belegen auch die technischen Daten. Denn der Motor hat 20 Watt Leistung weniger als der Specialized Motor. Der Vorteil, eine geringere Maximalleistung heißt eben auch weniger Stromverbrauch. Und deswegen kommt das Lumen mit einem schlanken 360 Wattstunden Akku aus. Ein Genuss ist die Geräuschkulisse des Motors, oder besser gesagt, die nicht vorhandene Geräuschkulisse, denn der Motor ist flüsterleise. Auf Asphalt hört man noch so ein dezentes Surren, aber sobald man sich auf Schotter bewegt, verschwinden die Motorgeräusche in den Abrollgeräuschen der Reifen im Schotter. Auffällig ist auch das natürliche Fahrverhalten des Scott Lumen E-Ride mit seinem TQ-Motor, denn man hat überhaupt nicht das Gefühl, auf einem vor Kraft strotzenden E-Bike zu sitzen, sondern eigentlich eher, als würde man auf einem Muskelbike sitzen, aber plötzlich doppelt so viel Bums in den Beinen haben. Drehmoment hin oder her. Das Scott Lumen E-Ride beweist, dass beim E-Bike eben auch die Software ein entscheidender Faktor ist. Und die ist den Entwicklern von TQ richtig gut gelungen. Denn der TQ-Motor fühlt sich unglaublich kultiviert an. Er reagiert feinfühlig, aber ohne so digital anzureißen, wenn man aus dem Stand anfährt. Und ein echtes Highlight ist auch das Ausfaden. Denn das ist so geschmeidig, dass man gar nicht merkt, dass der Motor langsam seine Leistung reduziert. Was mir besonders gut gefallen hat, ist zudem, dass der Motor keinen spürbaren Widerstand hat, wenn man über die 25 Kilometer pro Stunde hinausfährt. Das heißt, auf langen Touren, wo man eben auch mal schneller als 25 km/h fährt, kann man ohne nennenswerte Kraftverluste einfach vor sich hin pedalieren. Das Lumen ist ein richtig sportliches Bike. Die Sitzposition ist tendenziell eher gestreckt und nicht ganz so aufrecht wie bei vielen anderen E-Mountainbikes. Das Fahrwerk, wie schon gesagt, sehr definiert und eben in Kombination mit dem Motor ist das Rad ideal, um lange Touren zu fahren und auch sportlich zu fahren. Sportlich geht es im Gelände berghoch allerdings nicht so gut, denn da fehlt dem Rad einfach Leistung, als dass man auf technischen Uphills wirklich Uphill-Flow erleben könnte. Aber da gehört das Lumen auch einfach nicht hin. Es ist eben mehr Marathonbike als Geländekünstler. Wenn man sich die Höhenmeter dann über Asphalt- oder Schotterwege erkämpft hat, kann man mit dem Lumen Backup auch richtig Spaß haben. Vorausgesetzt, die Trails sind nicht zu extrem. Trotzdem macht das Rad wirklich viel Spaß. Es lässt sich unglaublich lebendig bewegen, es ist agil und es mag die schnellen Richtungswechsel. Man spürt, dass Scott es gelungen ist, den Schwerpunkt sehr zentral in der Mitte des Bikes zu halten. Und alle Teile, die weit entfernt aus der Mitte liegen, die Federgabel und die Laufräder, die sind richtig leicht. Und das verleiht dem Rad eine Top-Wendigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Lumen E-Ride ein richtig sportliches E-Bike ist, das gerade auf Flow-Trails wirklich viel Spaß macht. Was es nicht so gut kann, das sind eben die richtig groben Strecken. Denn dafür sind beispielsweise die gut rollenden Reifen nicht ausreichend pannensicher. Was mich persönlich ziemlich gestört hat, war die Geräuschkulisse. Nein, nicht die des Motors, sondern tatsächlich die des Bikes. Denn aufgrund des leisen Motors hat man das Rad ziemlich stark knarzen gehört. So zumindest bei unserem Testbike.
Ob das für alle Lumen-Modelle geht, kann ich nicht sagen, aber unser Testbike hat tatsächlich ziemlich geächtzt. Welcher Typ E-Biker wird mit dem Lumen seine Freude haben? Ich denke, das Bike ist optimal für alle Tourenbiker, die trotz E-Bike sportlich unterwegs sein möchten, abends das Gefühl haben wollen, Sport gemacht zu haben, ohne dann völlig erschöpft im Bett zu liegen. Das spritzige Trailbike begeistert mit Top-Vortrieb, einer sportlichen Sitzposition und einem lebendigen Handling auf flowigen Trails. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Like da. Ride Better Bikes ist noch ein junger Kanal, der sich im Wachstum befindet. Und eure Likes und Abos helfen uns, den Kanal weiterzuentwickeln und euch Content wie diesen zu liefern. Wenn ihr mehr über das Scott Lumen E-Ride wissen wollt, dann findet ihr auf emtb-test.com einen ausführlich geschriebenen Test zum Bike. Und ihr findet auf unserer Website überhaupt Tests zu allen E-Mountainbikes am Markt. Wirklich. Alle. Wenn ihr es nicht glaubt, schaut mal vorbei und findet selber heraus.